Immer mehr Deutsche verlassen Deutschland und wandern aus, aber von diesen Auswanderern scheitern natürlich auch viele im Ausland und kehren dann zurück nach Deutschland. Warum das so ist, was sie zurückbringt und wie du verhindern kannst, dass du als Auswanderer im Ausland scheiterst, darüber wollen wir einmal in diesem Video sprechen. Wir alle kennen wahrscheinlich die Fernsehserie Goodbye Deutschland. Sie zeigt ja viele Beispiele von Auswanderern, die unvorbereitet und naiv ins Ausland umziehen, weil sie dort möglicherweise die große Liebe gefunden haben, einen Kindheitstraum sich erfüllen möchten, etc. pp. Viele von denen scheitern natürlich dort im Ausland. Die Beziehung hält dem Druck nicht stand. Finanziell klappt es nicht und so weiter und so fort. Inwieweit diese Serie Goodbye Deutschland hier Kandidaten auswählt, deren Hintergrund bewusst dramatisch ist und wo man davon ausgehen kann, dass sie scheitern, das weiß ich natürlich nicht. Aber natürlich muss der Unterhaltungswert stimmen und der Unterhaltungswert ist natürlich immer größer, wenn nicht alles glatt läuft. Ich persönlich muss sagen, aus unserer Beratungspraxis, wir haben sehr wenige Mandanten, die wieder nach Deutschland zurückkehren. Vielleicht wandert man erst in ein Land aus, entscheidet sich nach ein paar Jahren dann für ein anderes Land, aber zurück nach Deutschland zu kehren. Ehrlich gesagt, in unserer Kanzlei beraten wir nur sehr wenige Mandanten, die sich dann hinterher entscheiden, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Aus 20 Jahren Beratung kann ich die Fälle vielleicht an einer Hand abzählen. Auch in den deutschen Medien findet man immer wieder Berichterstattungen zu Auswanderern, die im Ausland scheitern. Vor kurzem hat der Spiegel und auch die Welt hier entsprechende Artikel veröffentlicht. Die werde ich gleich mal zeigen und daraus zitieren. Interessanterweise scheint der eine vom anderen abgeschrieben zu haben, denn einige der dort behandelten Fälle sind in beiden Artikeln beschrieben. So viele gescheiterte Auswanderer kann es also wohl doch nicht geben. Wenn du diese Artikel liest, Links dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein, dann wirst du sicherlich feststellen, dass die Autoren der Artikel eine gewisse Genugtuung nicht verbergen können, wenn sie schreiben. Eine gewisse Schadenfreude. So nach dem Motto, tja, ich hab's dir ja vorher gesagt. Ich hatte ja schon mehrfach hier gesagt, dass wir alle einer gewissen Gehirnwäsche ausgesetzt sind von Kindesbeinen an. Und die Medien verbreiten natürlich auch diese Botschaften, dass du nur im eigenen Land glücklich wirst, dass nur Deutschland das beste Land ist, dass man nur dort eine Familie großziehen kann, dass man nur dort geschäftlich Erfolg haben kann, dass dort das Bildungssystem so gut ist, das Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Wer schon mal im Ausland gelebt hat, der weiß natürlich, dass das alles nur Quatsch ist. Es ist natürlich genau das, was ich gerade eben gesagt habe, Gehirnwäsche. Aber dann ist es in gewisser Weise auch normal. Wahrscheinlich sind die Medien in allen Ländern genau gleich. Manche würden das auch als Patriotismus bezeichnen. So, hier ist nun der angesprochene Fokusartikel. Dort werden hier mehrere Fälle angesprochen. Hier ist zum Beispiel der Fall von Boris, der in die Dominikanische Republik ausgewandert ist, dort ein Gästehaus eröffnet hat und jetzt wieder zurück nach Deutschland geht. Er hat sich das alles sehr viel einfacher vorgestellt, ein Unternehmen wie ein Gästehaus im Ausland zu führen. Ein weiteres Beispiel ist Finanzberaterin Vanessa. Sie kaufte sich mit ihrem Ehepartner einen Familienbetrieb auf Curaçao, nämlich ein Touristenresort mit Tauchbasis, und dann mussten sie erstmal renovieren und das hat die Beziehung nicht ausgehalten und ist daran zerbrochen. Hier ein ganz seltsamer Fall. Offensichtlich haben sich einige Deutsche an der neuen Regierung in Portugal gestört und haben sich so sehr daran gestört, dass sie das Land wieder verlassen haben. Oder hier auch noch Claudia. Claudia war in den USA, hat dort ein Farmhaus gekauft, hat es aber dann nicht mehr ausgehalten. Die Selbstversorgung war zu anstrengend, sie war zu isoliert und hat sich dann entschlossen, zurück nach München zu ziehen. Und zu guter Letzt haben wir hier Janine und ihren Partner. Sie haben in Norwegen gelebt. Janine war Krankenpflegerin, aber trotz der verbesserten finanziellen Lage und Arbeitssituation entschied sie sich zur Rückkehr, da sie die Pflegebranche nicht als ihre Berufung sah und Schwierigkeiten hatte, sich in die norwegische Gesellschaft zu integrieren. Soweit also diese Beispiele aus dem Fokus. Wie gesagt, den Link zu den Weltartikel packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Der Weltartikel ist dann nochmal sehr ausführlich über diesen letzten Fall, den auch der Fokus schildert, nämlich den Fall von Janine. Muss ich jetzt nicht extra nochmal aufmachen. Also warum scheitern nun diese Auswanderer, die in diesem Beispiel hier beschrieben sind? Und das geht eben so ein bisschen in die Richtung auch von Goodbye Deutschland. Viele scheitern natürlich am Geld. Ich würde dir niemals raten, auszuwandern, wenn du von Einkommen in deinem Auswanderungsland abhängig bist. Würde ich niemals machen. Ich würde nur dann gehen, wenn du ein gesichertes Einkommen aus dem Ausland hast. Zum Beispiel ein Unternehmen, das du aus der Ferne führen kannst, oder vielleicht bist du Freiberufler und kannst von der Ferne aus arbeiten, oder du hast ein Vermögen und du kannst vielleicht von den Kapitaleinkünften leben. Nur dann würde ich dir raten, auszuwandern. Alles andere würde ich auf keinen Fall machen.
Gut, also ich meine, es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn du von deinem Arbeitgeber in die USA entsandt wirst oder wenn du als Arzt nach Dubai gehst, um dort einige Jahre zu arbeiten, das sind jetzt nicht die Fälle, die ich meine. Aber hier am normalen Arbeitsmarkt in deinem Auswanderungsland einen Job zu finden oder dort ein Business aufzumachen und dann von diesem Business hier leben zu müssen, das halte ich für völlig abwegig. Da ist das Scheitern garantiert vorprogrammiert, würde ich niemals machen. Wir hatten ja gerade eben das Beispiel hier von Boris aus der Dominikanischen Republik gehört, der dort ein Gästehaus aufgemacht hat und der dann überrascht war, wie anstrengend eigentlich ist, ein solches Unternehmen aufzubauen. Also, ich hätte auch Spaß daran, ein Gästehaus aufzumachen. Ich würde es aber niemals so machen, dass das dann mein Vollzeitjob wird. Ich würde es als passiver Investor machen, hätte dann Leute, die sich darum kümmern. Ich hätte daneben mein eigenes Einkommen. Ich wäre weder abhängig von diesem Betrieb noch wäre ich persönlich dafür verantwortlich, hier das Tagesgeschäft dieses Betriebes zu leiten. Ich glaube, wenn du das machst, ist das Scheitern vorprogrammiert. Tu mir einen Gefallen, mache sowas nicht. Das zweite Motiv, was wir hier vielfach finden, ist die eigene Überforderung. Man überfordert sich selbst. Also dieses Beispiel der Auswanderer, die in Curaçao dort ein Touristenresort gekauft haben, was sie dann erstmal renovieren müssen. Nochmal, das würde ich niemals machen oder zumindest würde ich es nicht machen, wenn ich davon finanziell abhängig bin. So als Hobbyprojekt kann man das ruhig machen. Ich hatte ja schon vielfach hier auf dem Kanal erzählt, dass ich in den USA gelebt habe. Ich habe mir dann da eine Ranch auf Texas gekauft und natürlich gab es da auch viel zu machen und viel zu renovieren. Aber erstens habe ich es nicht gemacht. Ich hatte Handwerker, die diese Arbeiten gemacht haben. Und ich habe natürlich diese Ranch nie mit der Absicht erworben, dort tatsächlich mit Geld zu verdienen oder das zu einem Betrieb auszubauen, von dem man dann irgendwie leben kann. Es war auch nicht wirklich wichtig, wie lange zum Beispiel jetzt diese Renovierungsarbeiten gehen, ob die jetzt 1 Monat gehen oder 3 Monate gehen, haben wir völlig dort ohne Druck gemacht. Anders geht es nicht. Du überforderst dich, wenn du ins Ausland umziehst, dich in eine komplett neue Umgebung anpassen musst und dann auch noch so ein gigantisches Projekt hier übernimmst, von dem dann auch dein täglich Brot abhängt, ja, wo du weißt, ich habe Druck, ich muss jetzt hier diese Renovierungsarbeiten abschließen, ich muss diesen Betrieb zum Laufen bringen, ansonsten stehe ich in einem Jahr ohne Geld da. Also das würde ich niemals machen, sowas. Auch dieses andere Beispiel von Claudia, die da auf eine Farm in New York umgezogen ist, Bundesstaat New York übrigens, der ist sehr wild ja außerhalb der Stadt New York, wo sie dann Selbstversorgerin war. Also, wie gesagt, ich habe auch auf einer Ranch gewohnt, wir haben auch Ziegen gehabt, wir haben Kühe gehabt, wir haben Schweine gehabt, wir haben Hühner gehabt, aber natürlich hätten wir niemals hier uns zugemutet, als Selbstversorger zu leben. Natürlich, wir haben ein paar Eier bekommen, wir haben auch Ziegenmilch getrunken, wir haben auch hin und wieder mal ein Schwein geschlachtet, aber das war alles mehr oder weniger nur Spaß. Ja. Niemals hätten wir uns zugemutet zu sagen, okay, wir ernähren jetzt hier unsere Familie vom eigenen Land. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Und dann noch in einer neuen Umgebung. Sicherlich, wenn du jetzt landwirtschaftliche Erfahrung hast und das auch schon in Deutschland gemacht hast. Wir haben ja hier auch schon auf dem Kanal zum Beispiel Gespräche geführt mit Auswanderern, die nach Portugal umgezogen sind und dort ein Selbstversorgerprojekt gestartet haben. Aber die hatten die entsprechende Erfahrung aus Deutschland. Die waren davor schon landwirtschaftlich tätig. Die haben gewusst, auf was sie sich einlassen. Und auch bei denen war es extrem schwierig, muss man sagen. Ja? Die sind dann auch zurück nach Deutschland und dann nochmals wiederum nach Portugal umgezogen. Also das heißt, sich selbst nicht zu überfordern. Ja, das ist eine extrem wichtige Sache, auch die eigene Beziehung nicht zu überfordern. Hier muss man dann auch Verständnis haben mit dem Partner und mit dem Ehepartner. Und wenn jetzt einer der Ehepartner oder einer der Lebenspartner jetzt hier Feuer und Flamme ist und von einer solchen Idee total begeistert ist, dann muss derjenige oder diejenige lernen, vielleicht sich etwas zurückzuhalten und sich zu sagen, okay, seien wir realistisch, wir haben uns hier sehr viel vorgenommen, gehen wir das Ganze lieber langsam an. Und das ist dann der dritte Tipp, den ich dir geben will. Also neben dem Tipp, dass du nicht in deinem Auswanderungsland hier finanziell abhängig bist. Zweitens, dass du dich nicht selbst überforderst, dich und deine Familie. Und der dritte Tipp ist, dass du dir Zeit gibst. Rechne damit, dass alles länger braucht, als du es vermutest und als du es planst. Wenn du also hier finanziell begrenzte Mittel hast und sagst, naja, wenn das Ganze in einem Jahr nicht funktioniert, dann bin ich pleite, dann muss ich zurück, würde ich nicht auswandern. Du musst dir die Zeit geben können. Ich hatte ja vorhin gesagt, es kommt oftmals vor, dass wir Mandanten haben, die in ein Land auswandern, aber nach mehreren Jahren feststellen, das ist doch nicht für uns und dann in ein anderes Land wechseln. Erst vor ein paar Tagen sprach ich mit einer Familie, die nach Paraguay ausgewandert waren, 2 Jahre in Paraguay lebten, aber dann doch lieber wieder zurück nach Südeuropa gezogen sind, nämlich nach Spanien. Nach Deutschland werden sie niemals wieder zurückgehen, das ist ja klar. Aber sich Zeit zu geben, sich zu akklimatisieren, sich auch den Freiraum zu geben, sich umzuentscheiden, seine Meinung zu ändern. Zu sagen, okay, wir waren hier 2 Jahre, es war keine schlechte Erfahrung, aber am Ende ist es nicht das, was wir wollen. So, diese Familie war jetzt finanziell davon nicht abhängig. Das war wie 2 Jahre Urlaub in Paraguay.
Ja? Die hätten noch ein halbes Jahr länger bleiben können, die hätten auch ein halbes Jahr früher gehen können. Ja? So, das ist das, was du im Grunde genommen brauchst. Das heißt, diese Familie ist jetzt nicht unglücklich, die sind nicht gescheitert, die sagen einfach, okay, das war nicht für uns, wir gehen jetzt in ein anderes Land. So, das sind meine wichtigsten Tipps für Auswanderer und für dich, wenn du planst, ins Ausland umzuziehen. Wie gesagt, meine persönliche Erfahrung, ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen, ich habe in etlichen Ländern gelebt, ist durchgehend positiv. Ja? Ich habe in keinem einzigen Land schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war in keinem einzigen Land, in dem ich gelebt habe, unglücklich. Ich habe insgesamt in 7 Ländern gelebt in den letzten 25 Jahren. Ich hatte überall eine tolle Zeit. Ich würde niemals wieder nach Deutschland zurück. Ich habe überhaupt keine Lust drauf, fällt mir nicht im Entferntesten ein. Und das ist ehrlich gesagt auch die Meinung, die die meisten unserer Mandanten haben. Das heißt, du kannst auf jeden Fall optimistisch sein. Ich ermutige dich dazu, diese Erfahrung zu machen. Es gibt ja Untersuchungen, die besagen, dass die Auswanderung dich glücklicher macht, sogar als ein Kind zu bekommen. Zu dieser These werde ich mal ein eigenes Video machen. Aber tatsächlich kann man sich seinen Traum im Ausland erfüllen. Also ich habe es gemacht. Aber man muss eben bei allem Idealismus und bei allem Optimismus auch Realist genug sein, gerade wenn es ums Geld geht. Und darf sich hier nicht leichtfertig in ein Abenteuer stürzen, vor allen Dingen dann nicht, wenn andere von einem abhängen. Also hier musst du konservativ kalkulieren, wenn es ums Geld geht. Hier musst du wirklich sicher sein, dass du die richtige Entscheidung triffst. So, und wenn auch du vorhast auszuwandern und dich diese Themen genau umtreiben und du rechtliche und steuerliche Fragen dazu hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten und sicherzustellen, dass ihre Auswanderung ein Erfolg wird, dass sie Steuern im Ausland sparen, dass sie Vermögen aufbauen, Vermögen schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.